Yo Freunde, Barbecue hier und damit willkommen zu der Tower of God Review zu Kapitel 504. Ein Kapitel, welches durchaus Laune gemacht hat. Es ist zwar nicht so viel passiert, dafür aber habe ich nach diesem Kapitel das Gefühl, dass wir wirklich fast, wenn nicht komplett, mit dem Aufbau innerhalb des Cat Towers fertig sind. Der einzige Plot, der jetzt vielleicht noch etwas Aufbau benötigt, wäre eventuell Evankhell, allerdings könnte ich mir auch da vorstellen, dass es jetzt recht schnell gehen wird und die Situation auch da eskaliert. Ansonsten aber haben wir Celavan gesehen, der Plot ist jetzt eigentlich bereit für den Showdown, es fehlt nur noch Sheon-hee bei ihm, dann aber kann es auch bei Celavan richtig losgehen und das ist eigentlich nichts, was noch groß Aufbau benötigen wird, denke ich. Wir haben Yama und Doom, wo Yama jetzt bereit ist gegen Yasraja zu kämpfen und der Weg zu Yasraja auch frei ist und wir haben eben Bam und White, wo das Rematch in diesem Kapitel beginnt. Heißt also, dass wir jetzt eigentlich bereit sind für den Showdown im Cat Tower und danach kann es ja eigentlich nur noch eskalieren. Ich glaube also, dass wir jetzt rund 20 bis 30 Kapitel von allerfeinster Action bzw. sehr heiß Informationen und Reveals vor uns haben. Nur eine grobe Schätzung, aber ich denke, so lange wird diese Schlacht noch mindestens in Anspruch nehmen. Viel länger wird es vermutlich auch nicht sein, aber letztlich kann natürlich noch viel passieren, was bislang noch unerwartet ist. Deshalb können wir auch dahingehend gespannt bleiben, würde ich sagen. Und in diesem Sinne beginne ich wie immer chronologisch mit der Review. Das Kapitel beginnt damit, dass wir einen Einblick in Celavans Handlungsstrang bekommen. Er ist wohl schon so gut wie am Ende, muss jetzt allerdings auf einen Verbündeten warten, weil das Jumping Pad von 2 Personen betätigt werden muss. Celavan denkt also, dass dieser Verbündete Sheon-hee sein wird. Lyborik betrachtet das Ganze auch und ist tatsächlich ein wenig enttäuscht von Celavan, weil dieser die Armee nun verrät. Und das alles doch nur, weil ein paar seiner Truppen geopfert wurden. Er sagt auch, dass sie alle unter dem Befehl von diesem großartigen Mann stünden und lediglich seinen Willen ausführen. Selbst wenn sie wollten, könnten sie nichts verändern. Im Verhältnis zu dieser Person sind sie nichts. Dann sehen wir, wo Lyborik sich befindet und das ist verdammt interessant. Er befindet sich nämlich am Portal, also könnte es sein, dass sowohl Evankhell als auch Celavan am selben Ort landen werden. Dann springt das Ganze zu dem Schauplatz, den wir gerade alle sehen wollen. White springt zu Bam auf sein Feld. Er fragt Bam dann provokativ, ob dieser noch etwas wissen möchte, aber Bam entgegnet nur, dass er mit einem Teufel wie White nicht reden möchte. Daraufhin geht es dann auch schon los und der Kampf beginnt. Die beiden haben dann erstmal einen Schlagabtausch und Bam sagt, dass ihr Kampf nun ein für alle Mal endet. Heißt also, Bam bleibt dabei, er will White nun töten. White hingegen gefällt das, also wirklich, er genießt es richtig. Bam greift dann mit einem etwas stärkeren Angriff an, wo selbst White feststellt, dass dieser Angriff ihn verletzen würde. White möchte dann wiederum mit seinem Schwert angreifen, aber Bam schafft es irgendwie diesen Angriff aufzuhalten oder ihn zu zwingen, den Winkel zu wechseln. Vermutlich hat er ihn also mit der Reverse Flow Control aufgehalten, was schon wirklich beachtlich ist. Da wir aber White kennen, ist das natürlich kein Problem für ihn, da es mit der Arie-Schwertkunst möglich ist, aus jedem Winkel anzugreifen. White wird also mal wieder überheblich und bindet Bam das auch auf die Nase. Aber Bam kontert direkt. Er meint nur, er könne dasselbe. Und dann sehen wir, wie White seinen Kopf dreht und hinter ihm ein dicker Orb ist, der ihn auch direkt angreift. White fragt sich nur, seit wann dort ein Orb sei. Dann sehen wir den Angriff, doch die Reaktion nicht mehr, weil das Kapitel endet. Heißt also auch, dass Bam jetzt schon deutlich gefasster ist, als in dem vorherigen Geplänkel, was es ja auch schon gab. Bam geht jetzt wirklich auf Angriff und versucht seinen Gegner zu töten. Ich denke, wir können uns schon sicher sein, dass es jetzt richtig eskalieren wird. Also im Ernst, ich denke, Bam wird komplett ausrasten im Verlaufe dieses Kampfes. Ich meine, ich habe auch schon genug von dem Hype mitbekommen, um das erahnen zu können. Was tatsächlich auch das Stichwort ist. Da ich es geschafft habe und hoffentlich auch weiter schaffen werde, Spoilern weitestgehend aus dem Weg zu gehen, wird es ab nächster oder übernächster Woche sehr wahrscheinlich erstmals Live-Reactions geben, wenn man die erst auf Koreanisch damals mal außen vor lässt. Ich werde das Ganze noch extra ankündigen, aber ich möchte es hier auch schon mal gesagt haben. Bald wird es Live-Reactions von mir zu den Tower of God Kapiteln geben. Wie sich das dann auf die Reviews auswirken wird, wird sich dann zeigen. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall sehr cool werden. Vermutlich werden wir dann auch noch danach über das Kapitel diskutieren und da habe ich auf jeden Fall echt Lust drauf. Schaut also auf meinem Twitch-Profil vorbei, Barbecue YouTube.
Ansonsten ist der Link aber auch in der Videobeschreibung. Ansonsten möchte ich auch noch ein paar Worte zu dem Kapitel verlieren. Besonders interessant finde ich momentan die Thematik, dass Evankhell und Celavan zwar unterschiedliche Ziele haben, allerdings zu demselben Ort wollen, halt aus unterschiedlichen Gründen. Das ermöglicht viele neue Optionen und könnte zwei Handlungsstränge zusammenführen, was für die Dynamik, denke ich, ganz gut sein könnte. Ich meine, man könnte ein Szenario basteln, in welchem Lyborik gegen beide kämpfen muss, oder aber eines, in welchem Celavan gegen Lyborik und Evankhell versucht, das Portal zu zerstören. Währenddessen könnte das Portal dann aber genutzt werden. Man könnte auch ein Szenario erschaffen, in welchem es nur einige wenige aus der Lupobia-Familie durch das Portal schaffen und es dann zerstört wird. Denn der Wächter des Portals scheint mir Lyborik zu sein. Heißt ja auch, dass Celavan den Wächter übernimmt und Evankhell womöglich mit Hansung und Lefaf an das Portal kommt. Dadurch entstehen wirklich viele coole Optionen und ich bin sehr gespannt, wie es letztlich umgesetzt werden wird. Schreibt mir eure Meinung dazu natürlich auch sehr gerne in die Kommentare. Hier geht es noch zu weiteren Videos von mir. Gerne könnt ihr meinen Kanal noch abonnieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao und bis zum nächsten Mal.